Alexandra, frage die Karten, zeige mir einen Weg. Guten Morgen zusammen. Was kriegen wir hier heute gesagt? Gedankenarbeit. Was denken wir die ganze Zeit? Wo sind wir negativ? Haben wir irgendwelche Spiralen oder Einbahnstraßen, gedankliche? Und hier ist es so, dass es vielleicht auch etwas ist, was einen stark beschäftigt auf der bewussten Ebene, wo man praktisch alles überdenkt, überanalysiert oder auch durch Denken nicht ans Ziel kommt. Hier darf man mal ein bisschen pausieren, ne? Ausruhen. Vielleicht braucht man an sich auch Erholung. Vielleicht gönnt man sich diese auch nicht. Es ist auch so, dass man mit den Gedanken vielleicht denkt, eigentlich bräuchte ich Erholung, aber ich muss ja noch dies und das passt jetzt wunderbar, denn auf der bewussten Ebene liegt das Thema, hole dir Rat. Ne? Also wenn man selber durch Denken irgendwo nicht rankommt, dann darf man mal einen Experten aufsuchen. Hier sind auf der unterbewussten Ebene Selbstwertthemen. Ne? Es kann auch sein, dass man sich das nicht gönnt, dass man ausruht oder dass man sich nicht traut, irgendjemand zu fragen, der irgendetwas besser weiß oder kann. Es kann unter Umständen um Entscheidungen gehen, wo man in der Vergangenheit ein bisschen damit gehadert hat. Ne? Was soll ich tun? Welchen Weg soll ich einschlagen? Mein Bauch sagt so, mein Kopf sagt so. Also eine Zeit, wo man auch unentschlossen ist oder wo man schon eine ganze Zeit lang auch unentschlossen ist, aber dafür ist schwer beschäftigt, darüber nachzudenken, wie man sich entscheiden soll. Oh ja, hier ist es viel, viel, was man sich selbst, wir haben beides mal Selbstwert, Selbstvergebung. Hier sind irgendwelche Sachen, mit denen man sich beschäftigt, Schuldgefühle oder irgendwas, was man eben in jeder individuellen Lebenssituation so hat. Und es geht darum einfach, dass man sich Zeit nimmt, um zu genesen und sich selbst vergibt. Vielleicht auch, dass man sich nicht für irgendetwas entscheiden konnte. So, wir haben hier den Schutz, auf die Plätze, fertig, los. So. Also egal, was es jetzt ist, was uns hier plagt oder wo man mit ummacht oder wo man denkt, hätte ich nur nicht so oder so. Hier ist die Situation so, dass unsere Dinge geschützt sind. Also wir haben hier nichts kaputt gemacht oder wir brauchen keine Befürchtungen haben, dass irgendetwas passiert, wenn man jetzt mal nicht so handelt, wie man sollte oder gesollt hätte. Hier ist eigentlich der gute Augenblick, mal loszulegen, sich seinen eigenen Dingen zu widmen. Hier ist Herzenswünsche umsetzen, ne? In die Startposition gehen, etwas anzuvisieren, was man selber wirklich möchte oder wie man es auch möchte. Und wir haben hier einen Prozess, wo wir bereits sind, dass wir vielleicht etwas abgegeben haben oder gedacht haben, puh, ich komme hier selber nicht dran, was soll ich tun? Manche haben auch so dieses Ding, ich kann mich nicht entscheiden oder an sich Schwierigkeiten, Entscheidungen zu treffen, weil das hat ja immer alles eine Konsequenz auch, was man tut, was man macht. Manchmal auch erst Jahre später. So ist es bei mir, dass ich oft drüber nachdenke, hätte ich damals dies, das, jenes nicht gemacht, dann wäre jetzt dies, das, jenes ganz anders. Und je bewusster einem das wird, desto schwerer fällt es einem vielleicht auch, wichtige Entscheidungen zu treffen. So, jetzt ist es aber so, dass hinter den Kulissen schon gearbeitet wird. Wir können es noch nicht sehen, aber hier ist die Hilfe, die wir brauchen.
Unterm Deck haben wir die Ja-Karte, also hier ist die Intuition hoch, wir dürfen handeln, wir brauchen nicht mit uns hadern, ob irgendwas möglicherweise so eine Finte ist von unserem Unterbewusstsein. Das ist die Aussage für heute. Wir schauen, welches Vögelchen hier noch mitgeht. Hier sind zwei. Wir haben einmal die Schnepfe und da ist das Thema Veränderungen kündigen sich an, die je nach persönlicher Lebenssituation und aktuellen Ereignissen unterschiedlich sein können. Hier geht es vor allem auch um Veränderungen im Arbeitsleben oder an den Themen, an denen man arbeitet. Und wir haben das Rotkehlchen. Verweile in deiner Mitte und höre auf die Sprache deines Herzens. Das ist hier sehr wichtig, dass man Gedanken und Intuition unter einen Hut kriegt. Es ist wichtig zu kommunizieren. Es ist wichtig, das loszulassen, was keinen Platz mehr hat. Es können auch so Sachen mit Schuld sein, die man selbst empfindet. Und es ist wichtig, dass man darauf guckt, wie sage ich was, ne? Die Wortwahl. Dann würde ich sagen, ich lasse euch noch eine ziehen hier. Das ist auch so wichtig, ne, dass man nicht immer nur von Ding zu Ding rennt und wenn man etwas geschafft hat, das nächste gleich wieder, weil man da gar nicht mehr bewusst wahrnimmt, was man schon alles geschafft hat. Also eigentlich müsste man viel mehr feiern, wenn man über irgendetwas drüber ist. So, dann sucht euch eine Karte aus. Ich würde diese hier nehmen. Das haben wir. Verlier nicht die Hoffnung. Hier ist der Regenbogen, hier geht wieder Licht auf. Auch wenn man es jetzt noch nicht sieht. Hoffnung ist einfach wichtig. Die Mitte hat. Halte an deinen Dingen fest, bleib in deinem Glauben auch an dich, die Welt, das, was du vorhast. Und hier hinten haben wir noch, dass ein Knoten sich löst. Ihr Lieben, ich wünsche euch jetzt einen wunderbaren Tag. Ich finde es immer wieder spannend, auch mal so ein keltisches Kreuz mit anderen Karten zu machen, als jetzt mit Tarot oder mit Lenormand oder Küper. Weil es einfach andere Botschaften auch sind. Ne? Das ist mal ein ganz anderer Blickwinkel. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich drücke euch bis morgen.